Hallo, willkommen im 1000-Wecker-Report. Heute mit dem Thema Silber steigt bis Mitte 2023 auf mindestens $35. Disclaimer. Silber steigt bis Mitte 2023 auf mindestens $35. So sieht es der Statist Grady. Silber steigt jetzt bis $35 und geht dann einige Zeit seitwärts, bevor es dann Richtung $50 und mehr geht. Vermutlich haben wir bei $35 bereits eine massive Goldaktienmania, sodass man einige Gewinne dann mitnehmen kann. Letztendlich kann es aber auch einen Superspike geben, der Silber in Richtung $58 bringen könnte. Ja, das mit den Statisten ist immer solche Sache. Im Grunde genommen kann man das nicht sagen. Ich glaube, das Einzige, was man wirklich sagen kann, dass wir eben vermutlich von irgendeiner Form von Silberpreisexplosion sieht, die im Allgemeinen, was wir aus historischen Chartbeobachtungen wissen, wenn sie besonders hoch geht, dann auch wieder um 50% fallen kann. Das bedeutet natürlich, ein Silberspike, eine Silberspitze ist natürlich ein Signal, dass man Goldaktien verkaufen kann. Und idealerweise, zum Beispiel 2011, wäre es eben so gewesen, Sie sehen hier den Chart auf der linken Seite von 2009, 2011, in der Phase, wo nachher der Silberpreis senkrecht steigt, ist eigentlich Verkaufszeit. Ab irgendeinem Punkt, wenn Sie ähnliche Chartmuster sehen müssen Sie das verkaufen, und wenn Sie Glück haben, schaffen Sie sogar Ihre Verkäufe auf dieser gesamten Linie zu verteilen, das heißt eben auch an der Spitze, so dass Sie von möglichen Rückgängen, die natürlich dann auch jederzeit kommen können, nicht zu sehr betroffen sind. Aber auf der anderen Seite sieht man auch bei dem Silberspike von 2011, dass sich Silber doch relativ lange oben hielt und dass man noch die Chance gehabt hätte, Goldaktien über mehrere Monate zu verkaufen. Also es sollte nicht so schwer sein. Ich denke mal, wir kriegen jetzt auch irgendeine Form von massiven Silberspike, und das ist dann gleichzeitig aus meiner Sicht das Ausstiegssignal für Goldaktien, weil dann kann es entweder früher oder später zu systemischen Problemen kriegen, zur Minenverstaatlichung. Gerade wenn es wertvoll gewesen ist, werden die Politiker darauf aufmerksam, in den produzierenden Ländern. Oder es kommt eben auch zu einer starken Korrektur. Das kann man aus jetziger Sicht tatsächlich nicht vorhersehen. Aber was man meiner Meinung mit einer hundertprozentigen Sicherheit sagen kann, dass wir vor irgendeiner Form von Silberpreisentladung sind. Wie das genau jetzt im Detail ist, das kann man den Statisten überlassen, die man ja zum Beispiel auf Twitter auch folgen kann. Und da kann sich jeder selbst eine Meinung machen. Ja, Gold, Kupfer, Nickel, Kobalt, Silber Projektgenerator, Ontario, Marktkapitalisierung winzig, 2,5 Millionen, daher auch absolute Gamble-Stufe, sehr hohes Risiko. Dennoch haben solche Aktien selbst mit einer Mini-Bewertung enorme Ressourcen in ihrem. Also das Unternehmen hat das sogenannte SPJ Goldprojekt mit auf 197 Quadratkilometer. Das ist polymetallisch Gold, Kupfer, Nickel, Kobalt, Silber, seltene Erdenprojekt, das sich 40 Kilometer südlich des Sudbury Mining Caps befindet. Das Landpaket umfasst die historische Scadding-Mine, die in der Vergangenheit 29.000 Unzen mit einem Erzgehalt von 7,2 Gramm pro Tonne gefördert hat, also hochgradig. Zu den Highlights der Zusammenarbeit zwischen dem Unternehmen und Goldspot Discovery. Also Goldspot Discovery ist auch wieder eine künstliche Intelligenzfirma, die meint eben effizient abbaubare Ressourcen, Gold- und Silberressourcen oder eben auch hier polymetallische Ressourcen zu finden, die dann besonders effizient aufgebaut hat, dass es dann im Grunde die Kosten doch massiv senkt. Also dort haben sie auf ihrem Gebiet 5 signifikante Ziele identifiziert. Ja, zum Beispiel hier unten ist ja eingegeben, zum Beispiel eine davon ist die Alvin-Mine.
die hat ja, wie Sie sehen, Kupfer, Gold und auch Gold-Samples mit 9,1 Gramm pro Tonne Gold und 3,3% Kupfer, also hochgradig. Und davon gibt es mehr oder weniger noch fünf andere Minen. Sie sehen auch die Scadding-Mine, die oben erwähnt ist, mit 7 Gramm pro Tonne. Das ist die historische Mine, die Sie auf Ihrem Grundstück haben. Wie gesagt, Kobold, alles Mögliche ist noch. Liegt eben in Ontario. Ja, das ist ungefähr hier an den Seen. Da liegt es ungefähr. Und ist natürlich ein 1A Rechtsgebiet zum einen. Zum anderen ist es natürlich da, wo auch Great Beer war. Und Great Beer ist ja die Aktie, die von 2016 von 5 Cent 2020 bis auf 30 Cent und dann von King Ross übernommen wird, also ein 600-Bäcker war. Eigentlich die größte Story der Neuzeit, was Goldaktien betrifft. Und ich halte Ontario eben für ein besonders heißes Gebiet. Wegen hochgradigen Gold, auch sehr gute Infrastruktur, das darf man auch nie unterschätzen, ist dann nicht so aufwendig, das Ganze früher oder später in Produktion zu bringen, die Projekte, weil da eben sehr viel Know-how ist und die arbeiten mit modernen Methoden. Ja, also ist meiner Meinung aus Gamble-Sicht sicherlich mal ein Unternehmen, das man sich angucken kann und es im Prinzip im Augenblick nicht bewertet, könnte man sagen. Also hier dieser Anstieg, das ist eine Aktienkonsolidierung auf der rechten Seite, also kein wirklicher Anstieg. Trotzdem ist insgesamt die Chartdynamik scheint positiv zu sein. Und dann haben wir ja aber einen Realausbruch, den hatten wir hier 2019, da ging es ja mehr oder weniger von 2 Cent auf 20 Cent rund, war also irgendwo schon mal ein Tenbäcker. Ähm, ja, und ist möglich, wenn jetzt Gold und Silber höher bewertet kommt, dass sich das mehr oder weniger wiederholt, Gold über 2000 gibt. Und dass diese völlige Unterbewertung, dass diese Phase beendet wird und dass das dann möglicherweise massiv steigen. Das Potenzial gibt es im Prinzip her. Es ist eben, wie gesagt, ein großes Gebiet, Ontario, hochgradiges Gold, polymetallisch, ja, sehr moderne Methoden, also durchaus interessant. Aber wie gesagt, wie immer keine Kaufempfehlung, ist eben auch sehr hohes Risiko, Gamble-Kategorie nenne ich das ja. Ja, warum machen wir das alles? Ja, wir haben halt den Goldaktienbullenmarkt der 1970er Jahre vor Augen und da sind eben, Sie sehen es, von 5, 10 oder 20 Cent Aktien auf 15, 20, 30, 40 Dollar gestiegen. Teilweise kam es in dieser Phase auch mehr oder weniger zu 1000 Bäckern und 1000 Bäcker heißt immer mehr oder weniger, dass man durchaus aus 500 oder 1000 Euro eine Viertelmillion und mehr gemacht hat. Ähm, Das wird man so mit Vorhersage nicht kriegen, aber wenn wir in unterbewerteten Zeiten gute Top-Gold-Aktien mit großen Ressourcen, die absolut niedrig bewertet sind, wie die eine, kann sowas schon mal eintreten, wenn der Markt komplett dreht. Das steckt dahinter, warum wir das machen. Damals hat es funktioniert. Und wenn Sie sich das untere Chart nochmal ansehen, dann sehen Sie ja auch, also das ist das Verhältnis von Goldaktien allgemeinen zu Gold. Ist ein Langfristchart von 1983 und Sie sehen von 1983 zumindest hier bis 1996 am Goldaktienverhältnis zu Gold völlig hoch bewertet im Vergleich. Und das war auch in den 70er Jahren so, auch wo sie gestartet haben. Das würde ja dann bedeuten, allein von dieser Mathematik, Sie sehen es ja, wie tief wir sind, der Boden ist eindeutig, wir haben keine Fallhöhe mehr. Das weist eben auf die potenzielle Größe der Opportunity hin, die wir jetzt haben. Keine Fallhöhe. Wir haben keine Fallhöhe aus meiner Sicht. Und wenn der Markt jetzt doch, also wie ich anfangs gesagt habe, Silber mindestens 35 besonders geht, hat das einen enormen Effekt auf die extrem unterbewerteten Goldaktien. Und auch eben diese Chartisten sehen das denn, dass es quasi dieses Verhältnis Goldaktien, Gold zum Mediumwert zumindest schnell zurückschnappt. Und das ist einer der stärksten, würde dann einer stärksten Aufwärtsbewegung im Goldaktienbereich bedeuten. Und wenn das dann noch weiter steigt, wenn die allgemeine Euphorie zunimmt, dann kann das ja auch sein, dass das ruckzuck, also im Grunde genommen hier auch in den oberen Bereich geht. Und das ist also potenziell
bahnt sich ja einer der größten Goldaktien-Rallyes und einer der größten Finanzchancen aller Zeiten. Potenziell. Da muss man sich jeder seine eigenen Gedanken zu machen, aber die Charts geben es her. Die dementsprechenden Goldaktien, Penny Stocks mit guten Ressourcen haben wir auch identifiziert. Ähm, also es ist eine sehr interessante Situation, würde ich sagen. Ja, 1000 Becker Report erhält ca. 150 Aktien nach Potenzial, moderaten und hohen Risiko geordnet. Wir versuchen eben diesen Potenzialfaktor, wenn möglich, zu errechnen. Anzahl der Unzen, Grad des Goldes, Marktkapitalisierung etc. Ähm, ja, eine Exit-Strategie haben wir auch noch entwickelt. Also was kann man kaufen, wenn der Goldaktien ihre Höhe erreicht haben, sozusagen. Einlagen von Gold und Silber, Einkaufsgemeinschaft ist einfach eine sehr günstige Bezugsquelle, sehr einfach zu handeln, gerade wenn die Edelmetallhändler vielleicht, wenn da Schlangen sind oder Abgabebegrenzung, was auch immer, oder Preis auch, die sind im Prinzip die günstigsten. Eine Überweisung schon, ist es das im Zollfreilager in der Schweiz angelegt. Und Sie können sich es ausliefern lassen. Preisvergleich, Gold.de natürlich. Nützliche Informationen. Da finden Sie Informationen, welchen Broker können Sie haben, wo kann man die Edelmetalle einlagern in der Schweiz oder Liechtenstein, Charts, GDXJ, Goldaktien, Goldratio, Buch über Goldaktien, ja, internationale Goldaktien-Diskussionsportale wie COCA, weitere gute Statisten, Videos, Uwe Bergold, wenn Sie mich erreichen wollen. Ähm, also Zustellungsprobleme, Rückfragen, Anregungen haben, wie auch immer, kontaktieren Sie mich einfach, schreiben Sie eine Mail oder rufen Sie mich an. Sobald ich Zeit habe, melde ich mich dann bei Ihnen. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat. Vielleicht die Glocke betätigen, damit Sie sofort über neue Videos informiert werden. Vielleicht ein Like geben, denn der Algorithmus arbeitet so, dass es dann sofort anderen Leuten, die sich auch für das Thema finden, dann vorgeschlagen. Und so steigt einfach die Verbreitung. Ja, nochmal besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.